English subtitles available. Hat oft gescheppert dieses Jahr, das wird durch dieses Video klar. Auf geht's, das Beste aus 2024, Unfälle. Jo, alter Falter, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Exzellent reagiert. Er schrieb mir, Zitat, der Unfall ereignete sich 2021 und es dauerte 2 Jahre, bis es sich letztendlich vor Gericht geklärt hat. Ich bekam 30% Mitschuld aufgrund der Geschwindigkeit, die 241 km/h betrug. Zum Zeitpunkt des Aufpralls lag die Geschwindigkeit bei noch 170 km/h. Der Gutachter betonte, dass es nur durch mein frühes Bremsen sowie Ausweichen Schlimmeres vermieden wurde. Mein Fahrzeug erlitt einen Totalschaden, bei dem rumänischen gegnerischen Fahrzeug entstand keinerlei Schaden. Oh mein Gott, also, ich meine, das ist natürlich ja nicht lustig. Beurteilt das gerne selber, aber der junge Mann spielt übrigens laut seiner Aussage am Handy. Oh, doch, ich bleib bei lustig. Ich meine, der lebt ja noch, also herrlich. So, jetzt erstmal Mutti um Abholung bitten. Immerhin kann er nun ungestört das Handy nutzen und sich nochmal eine Runde ärgern. Jetzt steht jedenfalls außer Frage, dass er ein Rad abhat. Das Fahrzeug, was uns nun überholt, fährt seither ziemlich auffällig, unkonzentriert, mal kleinere, mal größere Schlenker und was soll ich euch sagen, er wird vermutlich am Steuer einschlafen. Radio, Frequenz. Blitzer sind hier überall. Was war das jetzt bei dir? Aber ich will nicht aussteigen. Ah, er steigt aus. Okay. Ich will ja nicht aussteigen. Ach, Ersthelfer. Was müssen wir machen? Und noch was mit der Dashcam. Alter, boah, das ist aber wirklich so. Fahr doch einmal dran vorbei. Ja, der braucht erstmal. Ja, stell dich mal da drüber. Der Einsender schreibt mir, Zitat, der Fahrer hatte Verdacht auf Schleudertrauma. Dem LKW-Fahrer ist nichts passiert, der rote LKW ist auch nicht betroffen. Laut seiner Aussage hat er die Kontrolle aufgrund von Windböen verloren. Meiner Meinung nach sah es nach Sekundenschlaf aus. Der LKW-Fahrer vermutet, dass der Opel-Fahrer am Handy gespielt hatte. Fazit, Opel inklusive gebrochener Radaufhängung ist ein Totalschaden. Zum LKW habe ich keine genaueren Infos mehr bekommen. Ersthelfer. Helfer waren wir 2 weitere LKW und danach hielt noch kurz ein Lieferwagen. Gefühlt 10 Leute haben anstelle anzuhalten ihr Handy rausgeholt und gefilmt. Was wirklich bemerkenswert ist, innerhalb von weniger als 10 Minuten war bereits der erste Verkehrshelfer mit Blaulicht vor Ort und sperrte die Unfallstelle mit Hütchen ab. Ich habe keine weiteren Infos, aber das hier ist der Grund, wieso man die Hände immer aus den Taschen nehmen sollte, wenn man sonst keine mehr frei hat, um sich abzufangen. Wehe, hier hat auch nur einer von euch geschmunzelt. Naja, jedenfalls möchte ich das gerne zu Lehrzwecken gezeigt haben, denn man kann wunderbar sehen, dass diese scheiß hohe Kante der Endgegner für die Dame war. Hä? Also die haben auch bestimmt andere Sachen zu tun, aber sei es drum. Das muss ja auch irgendwie belegt sein, oder da muss es ja noch umfangreichere Recherchen haben, damit die Leute dann noch ey, das ist jetzt so eine seriöse Quelle, wir müssen da hin. So, das ist so die eine Sache. Haben das so unterschiedlich? Wie, der fährt jetzt weg. Die haben ja gar keine Möglichkeit. Ja. Scheiße! Ja. Tut dir das weh? Ja, mein Hinterkopf. Wie ich mir überlegt habe, eben gerade, wo du es erzählt hast. Pass mal auf. Echt mega leid. Ja, und das nicht das erste Mal, das ist doch einfach richtige... Nicht schon wieder, Mann! Das 3. Mal! Die Beifahrerin, 28. Woche, hatte durch den Unfall mittleres Schleudertrauma und ich nur leichte Prellungen am Nacken, weil ich Schulterblick nach links gemacht habe. Während des Blinkens losgefahren hat vermutlich der Streife vorher Platz gemacht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, warum er genau da hält. Beim Sichten mit der Polizei ist uns aufgefallen, dass der nochmal gewendet hat und einfach angefangen hat zu gaffen. Das kann man leicht feststellen, er wird langsamer und man sieht die Lichter. Geschätzter Schaden 21.000 bis 25.000 laut Gutachter. Schuldiger hat zugegeben. Info vom Anwalt, VW Passat, Lappen weg, 2 Monate Fahrverbot. Wisst ihr, wer oder was unserem Einsender draufgefahren ist? Ein Krankentransport. Ui, Was für das? da hat irgendjemand was verloren. Scheiße, meinst du, mit dem Auto ist was passiert? Ich weiß es nicht. Mein
Also wenn man mal wirklich eklig weit reinzoomt, ploppt das irgendwie einfach auf und rutscht dann über die Bahn immer weiter nach rechts rüber, was auch immer das ist. Wir haben es erwischt und ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube, groß was kaputt gegangen ist nicht. Ach geil, endlich mal ein kurzes Päuschen von der Fahrerei machen, einen Burger reinzimmern, so schön kann's Leben sein, aber was dahinter Kolja passiert, das ist alles andere als schön. Jetzt gerade passiert. Oh, gerade eben. Ja, so schnell kann's passieren und schon muss der Burger warten, aber Bürger geht eben vor Burger. Also wird geholfen. Was schon mal super funktioniert hat, ist, dass alle Beteiligten anhalten und auch andere mithelfen. Der Aufprall sah schon mal recht heftig aus. Hauptanzeige dafür ist natürlich auch das Öffnen des Airbags. Sieht spektakulär aus und hat gut funktioniert. Augenscheinlich würde ich sagen, haben alle nochmal ordentlich Glück gehabt, beziehungsweise genießen die Kraft der modernen Technik. Aber genaueres zu Schaden, Höhe oder Verletzungen weiß ich auch nicht. Was die Dame hier macht, ist übrigens sehr, sehr wertvoll. Der Fahrer blieb nämlich erstmal eine Weile sitzen, was schon mal Anzeiger dafür ist, dass es nicht ohne war, klar. Wie auch Schock in den Knochen, vielleicht den Kopf angeschlagen, Brustschmerzen durch den Gurt und so weiter. Aber auch wenn man nicht mehr tun kann, als nur da zu sein, dann seid wenigstens da. Der Regen prasselt idyllisch auf unser parkendes Fahrzeug herab, doch was die kaltnasse Karosserie noch nicht ahnt, dass sich ein kaltblütiges Raubtier zunehmend annähert. Das waren rund 9.000 Euro Schaden. Glaubt ihr nicht? Hier ist ein Kostenvoranschlag für die Reparatur. Pausieren, wer es lesen will. Der Fahrzeugbesitzer kommt aus dem Gebäude nebenan herangeeilt. Der Einsender schreibt, Zitat, der Postbote ist beim Rückwärtsausparken in meinen geparkten Geschäftswagen gefahren. Der Fahrer wollte dann zuerst abhauen. Da ich aber noch im Hausflur stand, bin ich ihm hinterher. Dann wollte er unter keinen Umständen die Polizei rufen, da er angeblich privat unterwegs war. Der Postbote hat aber definitiv Pakete ausgetragen, da ich vorher an ihm vorbeigefahren bin. Später hat sich herausgestellt, dass neben seinem Hauptjob noch als selbstständiger Paketzusteller arbeitet und dafür das Fahrzeug der Post benutzt. Außerdem hatte er wohl gar keinen gültigen Aufenthaltstitel mehr. Das erklärt natürlich auch, warum er erst abhauen wollte und unter keinen Umständen die Polizei dabei haben wollte. Die Polizei habe ich dennoch informiert und als sie dann kam, haben die lediglich unsere Personalien aufgenommen und das mit dem abgelaufenen Aufenthaltstitel sogar übersehen. Da die Polizei keine Fotos gemacht hat, wollte ich noch kurz den Schaden am Postauto fotografieren. Der Postbote ist jedoch direkt weggefahren, als er gesehen hat, dass ich ein Foto machen wollte. Zitat Ende. Ich habe keine weiteren Infos, als dass der Hintermann eine Hinterfrau ist und das Fahrzeug in Belgien zugelassen. Richtige Antworten in einer halben Minute anmelden bei uns im Netz auf das Radio. Radio, so wie Michelle aus Aachen heute. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Ja, super. Gut, ist jetzt nur eine Ferndiagnose eines Laien, aber faszinierend, dass das doch stabil genug gebaut ist, so einen Stoß abzufedern. Zum Glück auch in Fahrtrichtung passiert. Seitliche Einstöße führen oft dazu, dass sich das Fahrwerk verzieht. Achtung, im Folgenden wird ein Tier angefahren. Schließt jetzt eure Augen, wenn ihr das nicht sehen wollt, oder spult 8 Sekunden vor. Augen wieder auf. Einsender schreibt dazu, Zitat, Unfall passierte auf einer Auffahrtsspur, die zugleich Abfahrtsspur für die nächste Ausfahrt ist, kein Standstreifen. Zum Glück fuhren gerade keine Autos vorbei, es hat sonst keiner angehalten. Die Stelle ist aber auch nicht besonders gut dafür fuhren einige Autos sehr knapp an uns vorbei. Zitat Ende. Und wenn ich raten soll, und mehr kann ich ja nicht tun, würde ich besonders aufgrund des zweiten Einschlags eher Sekundenschlaf als Ablenkung vermuten, denn der Fahrer schien sehr verwirrt und benommen zu sein. In dem Moment mit Handy in der Hand würde man doch spätestens nach dem ersten Kontakt mit der Leitplanke rechts das Ding fallen lassen und lenken, oder? Mensch, du bist mir eine Keule, ey, das Fahrzeug, was unser Einsender im Folgenden beschädigt, gehört zum Glück einem Kollegen und die Sache konnte schnell untereinander geklärt werden.
Wie unsagbar ärgerlich ist das denn, ey? Er war so verträumt und in Gedanken, dass er dachte, da ist noch ein Platz frei. Mann, ey. Zum Glück nur Lackschäden, der Stellplatz vor ihm ist übrigens privat, daher für ihn keine Option gewesen. $2.100 € Schaden allein an Dennis' Fahrzeug und das nur, weil man eine Sekunde unaufmerksam war. Aber Fehler passieren jedem von uns. Man kann in der Spiegelung noch den DPD-Wagen sehen, den er leider erwischt hat, zum Glück aber nur oberflächlich. Gleich vorweg, auch an den YouTube-Mitarbeiter, der das hier prüft, kein Personenschaden, alles safe. Details folgen in Kürze, sensible Wesen überspringen den Clip. Alter! Alles gut bei dir? Komm, warte. Lucia schreibt, Zitat, es blieb bei einem kleinen Sachschaden an meinem Auto. Die Polizei bzw. Staatsanwaltschaft hat bis dato keine Anklage gegen mich erhoben. Anwalt und Versicherung habe ich sicherheitshalber informiert, aber weiter ist nichts passiert. Zu dem Video, ich konnte die Radfahrerin leider erst zu spät sehen, da sie für mich durch meine A-Säule bzw. die Bepflanzung vor Ort nicht zu sehen war. Die Radfahrerin hat der von mir gerufenen Polizeirettungsdienst war natürlich auch vor Ort und wollten mich mitnehmen, kompletten Mist erzählt. Sie sei von links gekommen und hat ihr Handy in der Tasche gehabt. Dank meines Videos konnte das widerlegt werden und die Polizistin hat der 13-jährigen Radfahrerin nichts mehr geglaubt. Der RTW war übrigens nach 3 Minuten da und die Polizei hat auch nur 5 Minuten gebraucht. Die Mutter der Radfahrerin wurde auch informiert. Die Mutter musste übrigens 90 € Strafe zahlen, 35 € fürs Geisterfahren und 55 € für die Handynutzung des Kindes. Wir biegen jetzt hier rechts ab und in diese Straße biegt auch noch ein weiteres Fahrzeug aus der Seitenstraße kommend, auf den mal achten, rechte Seite. Na sauber, weißt du, mit so einer vermeidbaren kannst du jemanden für den Rest seines Lebens einschränken. Ja, das reicht schon. Das hat mächtig gescheppert. Also ich würde beim Vordermann nicht auf der Rückbank sitzen wollen. Lass mal die Kopflehne falsch eingestellt sein. Das reicht schon. Wir haben Infos dazu. Zitat vom Einsender. Wie im Video zu sehen, war meine Frau Fahrerin des Dashcam-Fahrzeugs, direkte Zeugin und hat natürlich auch angehalten, Hilfe angeboten und ihre Kontaktdaten als Zeugin hinterlassen. Es war niemand verletzt. Der Geschädigte hat sich nochmal gemeldet und hat von uns das Video zugeschickt bekommen. Das wollte er aber wohl eher aus eigenem Interesse. Rettungsgasse hat bisher gut geklappt. Jetzt müssen sie aber natürlich alle links rüber, denn bei so einer großen Brandausdehnung fährst du nicht gemütlich am brennenden Fahrzeug vorbei. Das ist weder gesund noch sinnvoll, was wir hier eindrucksvoll noch sehen können. Es findet tatsächlich eine Explosion statt. Ein platzender Reifen ist es jedenfalls definitiv nicht. E-Auto. Da kenne ich mich zu wenig aus, um dazu was sagen zu können. Aber unabhängig davon sehr spektakulär. Augenscheinlich die Horde an Menschen dort scheint sehr entspannt zu sein. Niemandem etwas passiert. Naja, außer der Karre. RTW befindet sich bereits in der Anfahrt hinter uns. Kurz darauf kommt auch die Polizei in entgegengesetzter Richtung. Nehmen wir mal an, die machen da jetzt auch erstmal dicht aufgrund der Rauchentwicklung. Was ich euch gleich kurz markiere, ist ein Fahrrad gefahren vom Vater des Kindes, das ebenfalls auf dem Rad sitzt. Das ist linksrum. Ja. Der Einsender erklärt, Zitat, hätte ich auf meinen Beifahrer gehört und wäre nach rechts abgebogen und würde der LKW nicht so ungünstig auf der Sperrfläche stehen, wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen, da ich normalerweise sehr versiert und aufmerksam fahre. Natürlich habe ich zu 1000% Schuld an dem Ereignis und Gott sei Dank ist außer großem Schreck und Reifenabrieb vom Rad an meiner Stoßstange auch niemandem was passiert. Die nachfolgende Geschichte entstand nicht im Paulanergarten, sondern ist aus erster Hand an mich herangetragen worden, denn dieses wunderschöne Kfz, das ich selber auch schon fahren durfte, danke nochmal mein Bester, gehört einem sehr guten Freund von mir. Wir befinden uns in Polen, der junge Mann hat sein S5 vor einem Lokal geparkt und gönnt sich vermutlich gerade drinnen eine feine Köstlichkeit. Als er dieses Spektakel durch ein Fenster beobachtet, wie ein Mann hinter einem rückwärts fahrenden Fahrzeug herläuft, das da irgendwie super merkwürdig auf dem Hof herumrangiert, fand er das erstmal soweit so merkwürdig, doch es kommt, wie es kommen musste, noch viel dramatischer.
Ja, richtig gesehen, der schöne S5 hat nun einen schönen fetten Schaden in der linken Seite. Man kann sehr deutlich erkennen, dass der Audi gewackelt hat, also definitiv getroffen wurde. Aber was genau haben wir denn da zensiert? Ist das ein Firmenwagen? Nee, noch viel besser. Das Fahrzeug wurde bei einer Autovermietung geliehen und wird von einem, halten Sie sich fest, stark alkoholisierten und zugekoksten jungen Mann gefahren. Ja, richtig gehört, der Mann steht unter dem Einfluss von Koks und Alkohol und davon nicht wenig. Genauso ergeht es übrigens auch seinen 3 Kumpels. 2 davon noch im Auto, der dritte ist der hier draußen herumtanzt und jetzt wie paralysiert auf den S5-Start, so nach dem Motto, Bro, ich denke, dass ich nicht denken kann, aber das war denkbar kacke, denkt ihr nicht? Also erstmal schnell wieder ins Auto und mit Vollgas abhauen, also nachdem man wieder halbwegs auf sein Leben klarkommt und herausgefunden hat, wie der Rückwärtsgang nochmal rausgeht. Egal, Fakt ist, als der Kollege, dem der S5 gehört, das Spektakel aufgefallen war, sagte er zu seiner Begleitung, ich glaube, der ist mir gerade in die Karre gefahren. Beim Verlassen des Lokals waren die Rempler weg. Er ging also wieder rein, um die Überwachungskameras auslesen zu lassen und filmte das hier mit seinem Handy ab. Im Anschluss endet die Geschichte aber noch längst nicht, denn unser S5-Besitzer fuhr auf gut Glück in die vermeintliche Fluchtrichtung der Drogennehmer hinterher. Und was soll ich sagen, er fand sie im Graben mit der Polizei daneben, die nach einer Verfolgungsjagd den Fahrer auf den Boden gedrückt und festgesetzt hatten. Voller Adrenalin, wie man sich vorstellen kann, sagte Mr. S5 laut zu den Beamten, dass das der Fahrer war, der seinen Wagen gerammt hatte. Daraufhin entschuldigte sich der Rempler mit einem lauten polnischen Ich bin voll auf Koks, ich bin voll auf Koks. Die Polizei erwiderte Schnauze und unten bleiben. Und hier endet die Geschichte. Die übrigen Männer konnten flüchten, aber den Fahrer, den Verursacher, haben sie. Auf die Männer wartet sehr wahrscheinlich Gefängnis, aber sicher wissen tun wir darüber nichts.